Es ist ein extra Modus gekommen. Schnell, verlass. Also halt bei Party Royale, er heißt nicht mehr normal Party Royale, das heißt jetzt Trailer Premiere Party in Party Royale. Für Party Royale. Also halt, das ist normal Party Royale, aber der heißt jetzt anders. Trailer. Mhm. Deswegen. Warum schaut Momo nicht mein Stream oder so oder deinen? Geht nicht, weil Mohammed gehört jetzt das Tablet. Leute, das bin ich. Das bin ich, wenn ich mit No-Skin in die Runde gehe. Ich wurde einfach immer gemobbt. Warum werde ich gemobbt? Ich wurde selbst einmal von Anasbra224 sogar gemobbt. Da war ich, als ich noch No-Skin war, hat er mich gemobbt immer. Das weißt du noch mit Momo, ihr mobbt diesen einen Skin, ihr habt den gekillt, liebe Stranger Frau, ne? Danach habt ihr die ganze Zeit No-Skin-Tanz gemacht. Als ein Teammate gekommen ist, ne? Leute, als ein Teammate gekommen ist, er hat diesen Emote gemacht. Und danach hat er mit Momo und Anasbra224 sehr viel gefightet. Erlebe die Weltpremiere des neuen Trailers von Christopher Nolans Film Tenet. Christopher Nolans. Jungs, verlasst oder ich nehme eure. NS, ich mache so bereit zum Zuschauen, du kannst dem Spiel im Moment nicht beitreten. NS, verlasst mal die Runde, bevor die Server gleich explodieren. Gleich explodieren, gleich können wir aber nicht mehr rein. Ich gehe jetzt gleich einfach Solo zocken. Es kommt raus, ich mache schon mal eine krasse Kombi. Ich werde jetzt ein Gangster auf Stufe 10. Schau es dir jetzt an. Kleiner Mann. Nein. Du kleiner Stein. Bin kurz weg. Wieder da. Aber jetzt gleich bin ich kurz ein bisschen länger weg. Ah, Digga, die sind schmackhaft. Ich habe einen Kommentar. Ja, von Momo. Was geht, Momos Heim? Mach doch mit Stimme. Momo Time, du willst ja gerade ne, Momo Time, der Modus Party Royale hat sich jetzt geändert. Trailer Premiere in Party Royale heißt der Modus jetzt. Für die kurze Zeit. Ey, verlass doch mal. Ich geh jetzt gleich mal reinzocken. Titel wird gleich
Titel wird nach dem Stream geändert. Alleine mache ich das dann. Wenn ihr jetzt nicht verlässt. Du sagst, wir spielen nun. Ey, in 14 Minuten beginnt das Event. Momot. Ja, ey, du weißt gerade nicht, ne? Ich habe gerade auf YouTube geguckt im Auto, ne? Viele Leute streamen, die sagen die ganze Zeit, schnell kommt rein, bevor die Server noch überlasten und so. Bevor welche Leute nicht reinkommen. Willst du das? So, ich will den Event sehen, weil ich auch bin. Weißt du schon, wir haben ja zusammen gezockt. Ja, Momo, ich weiß es. Momo Time, schreib mal was in die Kommentare. Warte. Lass so machen. Momo Time entscheidet jetzt, ob ihr verlässt oder nicht. Momo Time. Sollen Anasbra224. Ach, warte, er hat was wieder geschrieben. Hä? Bin ich wieder der Erste oder was? Ja, Momo Time, du bist wieder der Erste im Stream. Er ist immer bei unseren Streams, der ist der Erste. Immer Erster. Ja, er soll verlassen. Ey, Momo, ich meine NS, selbst Momo sagt, dass du verlassen sollst. Er hat das wirklich geschrieben, ja, er soll verlassen, hat er gerade eben geschrieben. Verlasst. Ja, so eine Minute, um 1:49 Uhr verlässt ihr. Wenn nicht, dann wird Momo Time die Bestrafung von euch sagen. Ihr werdet dann bestraft. Aber Momo Time, ne? Schau dir mal kurz diesen Rucksack an, ne? Die sagen Hund, ne? Danach Kaninchen ist das gleiche. Was ein kleines Verarschen. Ey, lasst euch kurz killen, sonst wird das nicht peinlich. NS verlassen. Verlassen. Wir haben 1:49 Uhr. Aber ich schau mir kurz wirklich, ich schau mir mal das Doomsday, dieses NS, sag ihn, dass er sich auch killen lassen. Oh, guckst du deinen Stream auf Handy, auf Fernseher oder auf Tablet? Jungs, verlasst jetzt. In 10 Minuten startet das Event. Tschüss. Momo schaut auf Handy. Ja, ich habe noch einen Zuschauer bei mir. Schaust du die ganze Zeit mein Stream oder schaust du auch Momos? Ich meine Anasbra224 Stream. Wäre geil, wenn... Oh, ist das auf mich auch schön gemacht?
So, ganz gechillt, kein Stress, lass deine Waffen und Materialien zu Hause. Fange mit. Die Party hat gerade erst begonnen. Nein, weil er macht jetzt auch mit Stimme, Momo. Er hat gerade geschrieben, dass er meinen Stream die ganze Zeit schaut, weil du nicht redest. Mach das doch einfach, wenn diese warte. Ja, gleich wenn das anfängt, dann machst du ohne Stimme. Momo sagt, er schaut jetzt dein Stream. Also er hat geschrieben, ich gehe rüber. wenn dieser Trailer so gut ist, ne, dass beide diese Weine-Mode machen, weil er dann so cool, richtig cool ist. Mhm. Yalla, komm. Ich weine jetzt schon, Warte. Wir sind einfach nicht... Du meinst, hier sind 3 Spieler. Hä? NS, ihr alle habt einfach gleich, ihr habt ja alle den Emote gleich. Mein Schotter auch nicht. Digga, die machen auch mal. Es gibt doch nichts Schöneres als ein schönes Yalla, komm, Herrera wird sich gönnt, Iftar ist schon da. Iftar. Heute ganze Welt am Fasten, alle gönnen sich jetzt Weltpremiere. Heute gibt's Weltpremiere. Ja, nein. Die Musik wird jetzt aber auch deutlich lauter. Guck mal, wie die Stream snipen wollen. Ich mach noch mit Stimme. Bis nur noch eine Minute. Bis nur noch bei einer Minute. Alle gönnen sich Iran und Herrera. Und die Show beginnt in.
Hat Fortnite richtig. Lo spettacolo. Gözlerime öyle bazım. Chinesisch. Arabisch. Digga, Japanisch. Digga. Die Sache ist, es kommt die ganze Zeit gefühlt die gleiche Sprache. Die Show beginnt in... NS. Ist nur 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS. Nur 6 Leute sind bei der falschen Seite. Yalla, alle gönn dich. Iran, Arabisch. Das passt halt so direkt, ne? Momo bestimmt. Iran, Shayallah. Komm, Iftar ist gekommen. Iftar ist da. NS Hauptsache, laut dieser Uhr da ist Iftar in 1 Minute. Wir essen und trinken jetzt schon. Jetzt nicht mehr. Puh, Digga. NS, das werden wir. Die wollen es. NS. Leute, jetzt NS, komm, jetzt machen wir Ton aus. Man hört uns jetzt nicht mehr. Hey guys, it's Jeff Keighley, and welcome to a special event here on the island. Christopher Nolan wanted Fortnite fans to be the first people to see the trailer for his upcoming film, Tenet. Everyone is so excited about this film, and I think now, given everything going on in the world, it is more important than ever to gather, be it virtually. A special guest to introduce. Please welcome David Washington. John, welcome to the party. Ooh, what's up, Fortnite? Yeah. This is insane. I mean, this is the first time we've had someone like you inside of the game world. What do you make of all this? Everyone gathering, millions of people gathering to watch your movie. 100
humbled to be a part of this great community of beautiful people. So thank you for having me, everybody. Thank you, guys. Well, I know you have a gaming history as well. I know we were talking before, and you've been a long time. Tell us a bit about your gaming background. Well, I mean, I don't want to date myself, but from my Nintendo Game Boy to my Nintendo to my Sega Genesis, NBA Live 95 was a big deal for me. When they introduced Breaking the Glass with Shaquille O'Neal, I used to love that effect. And then my all-time favorite sports game was NFL ESPN 2K5 with Terrell Owens on the cover. I think it revolutionized the the sport as far as the game is concerned, and it gave me a greater appreciation for football and what goes into it strategy-wise and everything. So I love it. And NBA 2K, obviously, I play that religiously. I know I saw your PlayStation controller. Looks like the thumbstick you wore out almost, right? That's right, but and it's still with me. I still use it. I haven't upgraded yet. Yeah. Oh my God. All right. Well, I'm sure this controller probably went around the world with you as you were making this big new movie, Tenet. And I mean, everyone is so excited about this, and I'm sure you're excited. You finally get to talk about it, right? Woo! Yes, I'm super excited. I can't wait for everybody to see it. Just to be a part of it. I mean, I'm a huge fan of Christopher Nolan, so this is a dream come true. Well, we've all been wanting to see more of it, and without further ado, let's get to it. The world premiere of the brand new trailer for the first time ever right here in Fortnite. Check it out. Come on! Alles, was ich für Sie habe, ist ein Wort. Tenet. Es öffnet die richtigen Türen, aber auch manch eine falsche. Nutzen Sie es mit Bedacht. Um zu tun, was ich tue, brauche ich eine Vorstellung von dem, was uns droht. So wie ich das verstehe, versuchen wir, den 3. Weltkrieg zu verhindern. Ich sehe hier kein Armageddon. Nein. Etwas Schlimmeres. Ich nehme an, Sie haben ein Interesse an einem gewissen russischen Staatsbürger. Wieso haben Sie mich hergebracht? Wollen Sie das wirklich wissen? Er kann mit der Zukunft kommunizieren. Zeitreisen? Nein. Inversion. Zielen und dann abdrücken. Sie schießen die Kugel nicht ab. Sie fangen sie ein. Wow. Ich habe schon zu viel gesehen. Tja, wir versuchen nur Schritt zu halten. Ihr Auftrag geht über nationale Interessen hinaus. Hier geht es ums Überleben. Ziemlich kühn. Mit kühn komme ich klar. Ich dachte, Sie sagen verrückt. Unsere Welten prallen zusammen. Wie würden Sie gern sterben? Alt. Sie haben den falschen Beruf gewählt. Was ist denn hier passiert? Es ist noch nicht passiert. Es gibt Menschen in der Zukunft, die uns brauchen. Die Tenet brauchen. Wir müssen sie retten. Hier und jetzt. Wenn der Zeitfluss umgekehrt wird, heißt das nicht, wenn wir jetzt hier sind, dass es nie passiert ist? Sie wollen ein Flugzeug crashen lassen? Aber nicht vom Himmel. Seien Sie nicht so dramatisch. Wie groß ist denn das Flugzeug? Der Teil ist vielleicht doch ein wenig dramatisch. Oh my God, there you go. The new trailer for Tenet.
John, David, more questions, maybe a few more answers, but what an amazing epic film. Tell me, I mean, what was your reaction when you saw that trailer? Because you obviously, spent a long time filming this thing, but the way the way it's cut together and the sort of the questions that it's prompting, what was your reaction when you saw it? I was overwhelmed with joy, disbelief, suspended in that. I was admiring how well the beard was kept up. But really, it's just, it's interesting because there are just little, nuggets of information and just breadcrumbs of information about the movie that I was surprised that he was going to reveal. And I love that he did. And it's just, being a huge fan of Christopher Nolan, this seems like, we're familiar with his films, we obviously know his films, but this seems like something different. It seems like this is where he's about to take us for the next 10 to 15 years of filmmaking. The scale and the epicness of it, that's what just blows me away, to see all those different countries. And for you, I assume you sort of had a world tour in a way. It looks like, you were in India, Italy, like all these different places. Mm-hmm. So you really filmed in all those locations, right? Yeah, we were there from Tallinn, Estonia, to Mumbai, India, Amalfi Coast, Copenhagen. It was, and to me, it just gives the film so many different personalities. There's an international environment that's set with these characters that they're placed in, and what you saw is where we were. It's not green screened. We had some cameras out there and we filmed it, and at these beautiful locations and sort of in these interesting sort of alien-like looking, planet-looking places as well. So it was, which gave me more motivation to just give it my all because of the set pieces and where we are, and we're so detailed and specific to the story that we're trying to tell. And when you watch the trailer, I highly recommend watching it again and again. You get more answers. Oh, as you said, every little line of dialogue, I'm sure, has to be, kind of reverse engineered and dissected. There's a lot going on in this film, like you would expect from Christopher Nolan, but the epicness matched with, such an interesting narrative and huge stunt sequences, action sequences. I wanted to ask you about that because, from a stunt perspective, you're doing things that are not supposed to be humanly possible, and it's just like the reverse rappelling or whatever you call that. I don't know how much you can share about what's really going on there, but how did you film those things? Chris and Hoyte van Hoytema had a camera, and we and they yelled action and cut. No, but it was some of the moves that we were doing, especially those hand-to-hand sequences and the physicality of it all. Some our stunt guys, George Cottle and company, they've never done some of these movies before. They were sort of inventing them for this movie specifically. So it's so exciting. We're going to be able to introduce this new style of action, this new style of combat. And again, to be seen in a theater, in a movie, on a big movie screen, it's gonna be so vibrant. Oh my God, I'm telling you. No, and again, what I love about this film too is that it's gonna be thought-provoking. I think it's the thing you want to experience with your friends, talk about afterwards, and pull apart. Yes. And I'm sure even as you guys were filming, you were trying to kind of understand all the layers of this, because again, what we see is only the surface. Every day, I was bugging every day. I had questions for him. But he was very gracious, and he answered them very calmly and patiently with me. It was important that we were able to track the actors track the story correctly, so we can tell it the best way we could. And so he was very patient with us. And I say that very politely. well, you're lucky that you get to text Chris Nolan when you have a question about the film. The rest of us just have to carefully dissect the trailer and go to Reddit to try and understand what's actually going on there. But I gotta say, it's like so many hints, and that's what we love, I think, is slowly peeling back the layers of this, but still having such an interesting, heartfelt story that I'm sure is at the core of this film, like all of his work. And yeah, it's so exciting to get a glimpse at this. The airplane sequence at the end of the trailer, that was completely unexpected. I didn't know we were gonna see that, or that was even in the film. Is that like a practical effect with like a real 747? Yeah, that was a real plane, and that was a real building that they crashed that plane into.
and we, cast and crew all witnessed it. It was epic, it was incredible. And, we all cheered and hoorayed and hurrahed when they yelled cut after Chris felt like he got it. So, what you saw is really what happened. At least the night I was there. No, I gotta say, the scale of this looks absolutely incredible. We all can't wait to see it, and I think I speak for everyone here in Fortnite, being so honored that you and Chris decided to bring Tenet first to Fortnite to show the world this way. No, this is again, we're making history, and thank you so much, John David, for joining us. You made it into a video game finally. I did it. Hopefully the first of many. I hope so. Awesome. All right, John David Washington, thanks for joining us. Thanks again to John David Washington. And before I go, there is one final surprise. This summer, we will be screening an iconic Christopher Nolan full-length feature film right here on the big screen. Stay tuned for more details.